Wie? Kein Film von 24? Das kann doch wohl nicht wahr sein, hatte Frau Cornelia so um Weihnachten herum gezischt. Und wer mich kennt und vor allen Dingen sie weiß, dass ich ihre Worte unmissverständlich als Auftrag wertete. Okay, die Tage sind ohnehin ungemütlich draußen und drinnen soll die Atmosphäre nicht auch unterkühlen. Also habe ich mich hingesetzt und geschaut, was geht mit den paar Bildern, die ich habe. Ich hoffe, die Frau Cornelia wird mir wieder wohlgesonnen sein. Bemüht jedenfalls habe ich mich. Nach einer guten Woche Harburg und Hamburg sind wir los und werden verfolgt von einer Legende, der Cap San Diego, die gewöhnlich als Museumsschiff an der Überseebrücke in Hamburg liegt. Unser Blick geht kurz rüber zum Airbus-Gelände und natürlich immer wieder auch zur rechten, hier oben wirklich idyllischen Elbseite. Die Cap San Diego, dieses Bild von einem Schiff, wurde für die Reederei Hamburg Süd gebaut und hatte 1961 ihren Stapellauf und war vorwiegend als Stückgutfrachter im Südamerikadienst unterwegs. Vor vielen, vielen Jahren, damals war der Dampfer noch ohne jede Beschränkung zu besichtigen, habe ich etliche Stunden auf dem Schiff zugebracht. Wir haben bislang den Mekong Deutschlands, die Ems bewältigt, sind auf Borkum zum Übernachten gewesen und wurden dort von Klaus am nächsten Morgen auf die Quamar zu einem tollen, unvergesslichen Frühstück eingeladen. Eben passieren wir das Wrack der Uwe. Sie wurde 1975 in dichtem Nebel unter recht dramatischen Umständen gerammt und in 2 Hälften zerrissen. Zurück zur Reise. Es folgte ein Landfall auf Norderney, weiter ging es über Cuxhaven und Glückstadt und dann eben Hamburg. Und nun laufen wir in die alte Süd des NOK ein. Übernachten werden wir in der Sportbootliegestelle direkt neben den Schleusen. Es geht weiter nach Rendsburg. Wieder einmal wird der Steuermann dort von seinen so geliebten Lumpen befreit und im Sinne Frau Cornelias frisch ausstaffiert. Inklusive anderer Einkäufe kostet uns das einen Tag zusätzlichen Aufenthalt und ansehnliche Barmittel. Es folgen die Kieler Kanalschleusen. Danach heißt es scharf rechts, vorbei an etlichen Traditionsseglern zum kleinen und vor allem stadtnahen Seeburger Hafen. Wir liegen hier gemeinsam mit der im Vergleich zu anderen Kreuzfahrern hübschen Europa, maximal 400 Gäste, betreut von 285 diensteifrigen Besatzungsmitgliedern, können von ihr bei 5-Sterne-Plus-Komfort über die Weltmeere transportiert werden. Ich vermute, dass die gebotene Bequemlichkeit je nach Aufenthaltsdauer auf dem Dampfer einen Preis deutlich jenseits der Neidgrenze hat. Wir mögen Kiel, erwandern ausgiebig die Kiellinie genannte Promenade. Natürlich statten wir auch dem nahen Zentrum einige Besuche ab. 4 ganze Tage werden wir bleiben und uns bei wechselndem Wetter recht wohlfühlen. Auf Einkäufe bei Strö verzichten wir. Wir sind versorgt mit frischer und natürlich top aktueller Kleidung aus dem Modehaus Silos in Rendsburg. Einen Tag bevor wir die Stadt verlassen, wirft die Europa die Leinen los und verschwindet, nach dem rund 1 Stunde dauernden Ablegemanöver frisch verproviantiert mit Hummer, Lachs, Kaviar und vielleicht auch Schwarzbrot nach irgendwo. Nur wenige Minuten, nachdem sie von dannen gezogen ist, öffnet sich der Himmel für eine ordentliche Stunde. Gut, dass uns dieser Platzregen nicht auf einem Gang erwischt hat. Vorbei am Marine-Ehrenmal geht es Richtung Burg Starken auf Fehmarn. Ursprünglich wurde der 72 Meter hohe Turm als Kriegerdenkmal zum Gedenken an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Marinesoldaten errichtet. 1996 widmet man die Bestimmung des Ehrenmales um und mahnt seitdem eine friedliche Seefahrt auf freien Meeren an. Leider in weiten Bereichen ein frommer und ebenso unerfüllter Wunsch.
So, die imposante 1963 eröffnete Fehmarnsundbrücke ist erreicht. Wir konnten den direkten Weg nehmen. Weil Sonntag ist, war das Schießgebiet frei befahrbar. Noch eben rein nach Burg Starken, dann liegen wir fest bei der Weilandwerft. Frau Cornelia und ich gehen entweder hierhin oder gerne auch in den Gemeindehafen. Wir machen uns einen gemütlichen Tag im Touristenzentrum Burg und reisen weiter in einen der von mir nicht ausschließlich geliebten Häfen, nämlich nach Grömitz. Claudia und Christian machen dort ein paar Tage Ferien. Warum in Grömitz? Erschließt sich mir nicht wirklich, aber, und das sei ausdrücklich zugestanden, jeder Jeck ist anders. Tagesziel erreicht. Es folgen 2 beschwerliche Tage auf dem Fahrrad in gar nicht so hässlicher Landschaft. Bin sicher, die 3 haben einen Heidenspaß auf ihrem Hobbycat. Er sei ihnen von Herzen gegönnt. Für uns geht es nach dem Besuch in Grömitz zuerst einmal nach Neustadt. Dann für einige Tage ins schöne Lübeck. Dort liegen wir in der Newport Marina an der Trave. Schöner fand ich es, als man noch direkt gegenüber an Schuppen 6 liegen konnte. Ansonsten aber ist die Reise nach Lübeck immer noch hoch empfehlenswert. Linker Hand jetzt die Schwester der 1957 gesungenen Pamir die Passat. Nach unserem Lübeck-Aufenthalt legen wir uns noch für 2 Tage in Travemündes Fischereihafen. Dann befiehlt Frau Cornelia Boltenhagen. Die Waschmaschinen seien dort unvergleichlich gut. Es wird mangels jeden Windes eine reine Motorbootfahrt, aber nicht lange. Die Maschine klackert, verliert Drehzahl und bleibt mit einem mahlenden Abschlussgeräusch stehen. An Segeln ist nicht zu denken. Die Tücher bewegen sich nicht einmal. Hilfe bringt ein in der Nähe laufender Segler. Er reagiert sofort auf unseren Funkspruch und nimmt uns wie selbstverständlich an die Leine. Sein Heimathafen ist Wismar. Uns passt das gut. Wir versprechen uns dort bessere Reparaturchancen. Mit großer Mühe gelingt es uns noch von unterwegs, für unsere Retter für den Abend ein kleines Dankesfeuerwerk zu arrangieren. Ja, vom Schiff aus. Die folgenden 14 Tage will ich versuchen, in wenigen Worten zusammenzufassen. Es wird unser bisher längster Aufenthalt in Wismar werden. Er ist geprägt von Diagnose, Diskussionen, Ersatzteilbeschaffung, Werkstattsuche, ein wenig Sightseeing und Reparaturarbeiten. Mir gelingt es für meine Verhältnisse ungewöhnlich schnell, herauszuarbeiten, dass nicht der Motor Schrott ist, sondern nur die Einspritzpumpe. Frau Cornelia, die mir kategorisch verbietet, selbst Hand anzulegen, leistet Übermenschliches. Sie treibt die einzige in Europa verfügbare Pumpe in Mittelengland auf und sorgt gemeinsam mit Sohn Philipp dafür, dass sie schnellstens geliefert wird. Einen Betrieb, der die Montagen macht, finden wir trotz größter Mühen nicht. Sommer heißt es unisono, keine Leute verfügbar. Nachdem auch André, mein Yachtservicemann in der Heimat, sagt, er könne erst nächste Woche, mache ich mich gegen erhebliche Widerstände selbst ans Werk. 12 Tage nach Ankunft in Wismar folgt der erste Probelauf. Am 13. Tag eine Probefahrt und siehe da, es funzt. Ein toller Motor, unser Perkins. An Tag 15 tasten wir uns vorsichtig unter Maschine nach Großen Brode. Nur eine Einspritzdüsenverschraubung muss unterwegs nachgezogen werden und jetzt laufen wir Ort auf Fehmarn an. Glück gehabt, alter Mann, sage ich so zu mir selbst. Die nächsten Tage bringen uns nach Laboe. Dort lernen wir Gerrit kennen, haben mit ihm einen tollen Tag mit gemeinsamem Abendessen
und schippern dann Richtung Eckernförde. Jetzt gerade reisen wir nach Langballingau in der Flensburger Förde. Ein gemütlich netter Hafen, dieses Langballingau, mit seinen immerhin 220 Liegeplätzen. Bislang haben wir den kleinen Ort immer links liegen gelassen. Das war ein Fehler. Besonders beeindruckend ist die Mitfahrbank mit den von Frau Cornelia vorgeführten Zielangaben. Früher, also damals in grauer Vorzeit, mussten wir noch den aufgereckten Daumen zeigen, wenn wir einen gnädigen Chauffeur zum Halten bringen wollten. Neben dieser, für mich revolutionären Neuerung im Personennahverkehr, besticht der Ort mit feinsandigem Strand angenehmer Größe. Um weitere erwähnenswerte Merkmale zu erkunden, war unser Aufenthalt zu kurz. Zweifelsohne gibt es sie. Andere Bootsbesatzungen werden sie herausarbeiten können. Was ich vergaß, kulinarisch, war es nur mäßig. Ich nenne keine Namen. Heute machen wir gigantische 13,12 Meilen nach Flensburg. Da bleibt eben Zeit, eine Kleinigkeit zu unserer Reparatur in Wismar nachzutragen. Ich berichtete kurz von den vielen Betrieben, die wir angesprochen hatten. Der telefonische Kontakt mit einem uns warm empfohlenen Motorenspezialisten auf Böhl verlief recht vielversprechend. Endlich einer, der nicht sofort über Personalmangel klagte. Gut, dass wir das Ersatzteil schon bestellt hätten und dann auch noch in England. Respekt, man würde sich melden bei uns, der Chef würde zurückrufen. Der Anruf erfolgte am folgenden Nachmittag. Der Inhalt war knapp und akustisch durchaus verständlich. Die Pumpe solle der montieren, der sie geliefert hätte, teilte mir der Seniorchef des Unternehmens mit. Sie bauten ausschließlich Ersatzteile ein, die sie auch verkauft hätten. Natürlich dankte ich für die klaren Worte und wünschte von Herzen für die Zukunft beste Geschäfte. Ich bin nicht völlig sicher, an was mich diese recht spezielle Form von Servicementalität erinnert. Und schwupp, da sind wir auch schon in Flensburg. Die Halbinsel Pöhl übrigens und den kleinen Hafen dort kann ich ansonsten nur wärmstens empfehlen. Für Flensburg, die Stadt bereisten wir schon mehrfach, nehmen wir uns 2 Tage. Ganz am Ende der Förde liegt man für 26 € zuzüglich Wasser und Strom sehr stadtnah. Die Anton, hier auf Gegenkurs, scheint mir sehr in Eile. Vielleicht, man weiß es nicht, sind wichtige Kurierdienste zu erledigen. Wir begegnen ihr auf unserem Weg nach Kappeln. Hier legen wir uns eigentlich immer an die Gastliegerkade rechter Hand vor der Schleibrücke in eine Box. Vorsicht aber, es ist häufig mit erheblicher Querströmung zu rechnen. Die macht das Anlaufen nicht unbedingt zum reinen Kinderspiel. Die gleich prominent ins Bild kommende Schleibrücke mit ihrem markanten Wärterhaus existiert erst seit Dezember 2002. Zwischen 1867 und 1927 erfolgte die Schleiquerung über eine Pontonbrücke aus 18 Lastkähnen. Im Jahre 1927 wurde sie durch eine Drehbrücke ersetzt. Unbedingt rühmen können sich die Kappeler dafür,
dass bei Ihnen im Ort exakt am 26. April 1814 der erste Kleingartenverein im heutigen Deutschland gegründet wurde. Damals allerdings war Kappeln noch dänisch. Die Anlage existiert noch heute, was zeigt, wie sehr der Kleingärtner der Kontinuität verpflichtet ist und hört auf den weit über Deutschland hinaus bekannten Namen Reeperbahn. Ja, wir sind dann ziemlich am Ende. Nein, nicht letal. Ich meine mit dieser Ostsee. Mit dieser ziemlich kleinen Ostseerunde. Langsam soll es Richtung Heimat gehen, zurück zum gelbbraunen Fluss der Ems. Die Leinen haben wir um 10 vor 11 losgemacht in Kappeln. Jetzt ist Kohinoor mit einem tollen halben und später leicht achterlichen Wind unterwegs nach Möltenort. Noch vor 3:30 finden wir einen schicken Liegeplatz direkt am Steg. Und keine Sorge, verfahren haben wir uns nicht. Auch hier gibt es so eine Dame wie in Kopenhagen, nur diese ist noch kleiner als die dortige. Wir finden sie, nachdem wir gegen Abend 27,50 beim immer freundlichen und hilfsbereiten Hafenmeister abgegeben haben und noch einen Spaziergang auf dem Förde-Wanderweg machen. Gegessen haben wir da schon, aber wo, das bin ich vergessen. Der folgende Tag beginnt A. mit ausgesprochen schönem Wetter und B. beinahe unmittelbar mit Warten. Warten auf das Einschleusen in den NOK. Es wird eine gute Stunde dauern, hatten wir auch schon schlimmer. Der Rest nach Cuxi verläuft dann hier im Film wie zeitgerafft. Darum will ich schon jetzt erzählen, dass die Wettervorhersagen wieder einmal geändert wurden, dass wir, wenn wir wie geplant am Dovetiep vor Norderney ankommen, 5 bevor aus Nordwest haben sollen. Mir ist das zu viel. Ich bin heutzutage bekennender Feichling. Früher habe ich meine Feigheit für mich behalten. Also werden wir warten müssen in Cuxhaven, wie schon so oft. Frau Cornelia aber machte einen Vorschlag. Könnten wir nicht nach Helgoland? Sie wollte noch nie dahin. Die Idee ist aber gar nicht so schlecht. Helgoland geht immer, sage ich. Prima Gedanke. Hätte auch von mir sein können. War er aber nicht. War von Frau Cornelia. Und weil es alles so war wie beschrieben, sind wir jetzt am 15.08. morgens um 9 Uhr auf dem 35 Meilen weiten Weg zu Deutschlands einziger Hochseeinsel überhaupt mit dem architektonischen Charme von Wanne-Eickel. Dank ordentlich schiebenden Wassers machen wir die Strecke mit einem Schnitt von 7 Knoten und erwischen einen privilegierten Platz direkt am Steg der Ostkaje. Auf unserem ersten Gang fange ich eher ungewollt Frau Cornelia ein paar Mal ein. »Alter, musst du schon wieder filmen«, scheint sie zu sagen. Nicht ihr Mund spricht das aus, nein, ihre Haltung sagt es. Es ist so schwierig für mich, die Frauen zu verstehen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es Monate später heißen wird, »Warum bitte hast du nicht mehr gefilmt?« Wir erinnern uns an die ersten Sekunden dieses Videos. Schwierig das Ganze, aber zu ertragen. Bin ich doch von eher devoter Natur. Auf dem Unterland vorhin blicken wir zweimal kurz auf die hübsch anzusehenden bunten Hummerbuden. Früher dienten sie den Fischern als Werkstätten, heute bieten sie eher touristischen Bedarf feil. Eben bewegten wir uns zwischen dem, was ich als altes Lästermaul despektierlich als Wanne-Eickel oder wahlweise Wulverscham beschreibe. Nun aber kommen wir auf unserem Rundgang zum Oberland, zum interessant spannenden Teil der Inselumrundung. Im Grunde brauche ich zu Helgoland nichts zu erzählen. In der Vergangenheit bin ich hier 4 oder 5 Mal gewesen, die meisten also werden das Eiland besser kennen als ich. Darüber hinaus
lässt sich alles Wissenswerte dem herausragenden Baedeker-Werk Deutsche Nordseeküste mit praktischer Karte entnehmen. Nur so viel vielleicht. 1787 erhalten die Helgoländer das alleinige Recht, Lotsendienste rund um die Insel zu verrichten. Nur wenig später haben sie wegen ihrer herausragenden Erfahrung das Monopol für die Lotsendienste in der gesamten deutschen Bucht gewonnen. Am 26. August 1841, so ist es überliefert, schrieb Hoffmann von Fallersleben hier auf Helgoland das Lied der Deutschen. Heute singen wir aus gutem Grunde nur noch seine 3. Strophe, denn an deutschen Wesen muss die Welt gewiss nicht mehr genesen. Und, für mich sehr wichtig, James Krüss ist ein Sohn der Insel, sein Buch, mein Urgroßvater und ich, habe ich als Kind verschlungen. Ein letzter Eindruck noch von der Langen Anna. Bis 1860 war sie durch ein torbogenartiges Gebilde mit der Insel verbunden. Und hier ein kurzer Blick auf das alte Helgoland. Es mutet romantischer an, Dusch- und Zahnputzgelegenheiten, aber werden sehr viel karger gewesen sein als heutzutage. Für den Abstieg zum Unterland nutzen wir, wie schon für den Aufstieg, den Inselfahrstuhl, ein Muss für alle, die nur über geringe alpine Erfahrung verfügen. Einen kurzen Besuch in Oswalds Duty-Free-Shop können wir uns nicht verkneifen. Zu sehr lockt die Magie des Schnäppchenjagens. Aber, und ich sage das mit großem Stolz, wir konnten widerstehen. Der 17.8. ist Reisetag bei eher zu wenig als zu viel Wind. Ich persönlich find's gut. Mit dem Halt auf Helgoland werden aus eigentlich 66 Meilen Cuxhaven-Norderney 80,5. So aber konnte auch Frau Cornelia das unvergleichliche Helgoland-Erlebnis genießen und wir haben eine Buttertour. Eben warfen wir einen Blick auf die Nordik, die hier zwischen Helgoland und Norderney auf Beute wartet. Weniger zynisch: sie liegt hier, um Havaristen zur Hilfe zu eilen. Die Ansteuerung von Norderney erfolgt bei echtem Glattwasser. Mir kommt es heutzutage sehr entgegen. Früher knallten wir für nur 3 Wochen Ostseeurlaub aus dem Markermeer oder später von Wena kommend in 1 durch bis mindestens Cuxhaven. So manches Mal war das echt bekloppt. Es hat halt jedes Alter seine Idiotien. Heute machen wir zwischendurch hier und da ein wenig Urlaub. So wie jetzt auf Norderney. Obwohl es auch negative Stimmen gibt, wir fühlen uns recht wohl in der Meierei am Beginn des Karl-Rieger-Weges. Ansonsten ist Norderney, die nach Borkum zweitgrößte der ostfriesischen Inseln, halt Norderney. Immer noch etwas mondän und sicher häufig auch trubelig. Jetzt, am Ende der Hochsaison, empfinden wir den Ort aber keineswegs als überlaufen. Neben uns waren in der Vergangenheit auch so bekannte Persönlichkeiten wie Wilhelm von Humboldt, Theodor Fontane, Felix Nussbaum, Heinrich Heine, Franz Kafka, Willy Brandt und Walter Scheel, Gäste im St. Moritz des Nordens, um nur einige zu nennen. Auch wenn Heinrich Heine in seinem Zyklus Die Nordsee 1826 nicht ausschließlich positiv über die Bewohner hier berichtet, muss etwas sein am guten Ruf der Insel. Anderes Thema. Genau hier demonstriert die allgegenwärtige Souvenirkaufmannschaft, dass Scheußlichkeit keine Grenzen kennt. Das arme Enkelkind, dem die eben gesehene Peinlichkeit mit freudig erwartungsfrohem Lächeln überreicht wird, kann sich nur panisch schreiend unter seiner Bettdecke verkriechen. Gut möglich aber auch, dass ich die Welt wieder aus völlig falschem Winkel sehe. Frau Cornelia würde genau diese Theorie unterstützen.
Anders als Helgoland bietet Norderney durchaus sehenswerte Architektur, meine Sicht der Dinge, und lohnt auch deshalb einen mehrtägigen Besuch. Die Liegeplatzkosten in Höhe von 35 € plus Strom allerdings rangieren im oberen Bereich der von uns in diesem Jahr besuchten Häfen. Wir verlassen die Insel an einem Mittag mit Hochwasser und lassen rund 7 Stunden später die Fischerbalje auf Borkum hinter uns. Die Heimat ist nah und ich sage Adieu.